In dieser Hinreisenfolge dreht sich alles um das Wasser, denn ich werde Wakeboarden gehen, ich bin auf einem Hausboot unterwegs, ich werde Gleitschirm fliegen und ich probiere Watertubing aus. Das alles geht hier in Deutschlands größter Stauseeregion am Thüringer Meer. Ich will noch mal! Schon geil. Uns leben. Ein kaltes Handy. Ich bin noch nie gewakeboardet, aber ich habe Wasserski an so einem Lift ausprobiert und das Erste, was da passiert ist, ich bin in hohen Bogen von dem Lift ins Wasser geflogen und stand ungefähr die erste halbe Stunde gar nicht auf den Skiern. Ja. Weißt du noch, wie dein erstes Mal Wakeboarden war? Boah, das war ganz ähnlich, nur ich bin nicht mal geflogen, weil ich vom Start einfach überhaupt gar nicht weggekommen bin. Ich war in Amerika im Urlaub und habe das an so einer Anlage probiert in Miami. Und ich glaube, ich war da für alle Menschen, die da gearbeitet haben, ein ziemlich hoffnungsloser Fall. Weil ich nicht verstanden habe, dass du nicht kämpfen kannst gegen die Anlage. Ne? Ich habe immer so dagegen gehalten und wollte irgendwie. Ich bin vom Start überhaupt nicht weggekommen. Also ich habe es bestimmt 20 Mal probiert, nicht einmal gestartet. Und dann, wenn du es einmal hast, also auch du, wenn du es dann einmal hast, ne, So hooked. dann geht das auch. Das vergisst du auch nicht. Der Körper muss sich das nur merken, was da passiert. Da passiert viel gleichzeitig. Aber wenn du einmal fährst, dann fährst du. Geil. So, ich glaube, wir geben live das Board rein. Und ist es so, dass du das Gefühl hast, wenn du es einmal stehst, dass du dann immer wieder willst? Oder woher kommt die Sucht, dass du sagst, ich bin irgendwie jede freie Zeit auf der Welle? Ja, du fängst ja dann natürlich auch ein bisschen an, so Tricks zu machen. Ne? Und dann hast du bestenfalls noch eine Community, die mit dir da am Cablepark ist. Und dann schaukelt man sich gegenseitig so ein bisschen hoch und übt Dinge zusammen. Und dann arbeitet man richtig an verschiedenen Tricks. Was muss denn alles mit? Muss alles mit? Nein. Das reicht schon? Geil, das heißt, wir können schon los. Ja. Wenn ich jetzt gleich im Wasser bin, und es ist ja, glaube ich, ein Unterschied, wenn ich hinterm Boot anfange im Vergleich zu, wenn ich in einem Lift anfange. Ja. Was muss ich als erstes beachten, damit ich nicht einfach nur auf dem Bauch hinterhergezogen werde? Also wenn ich von mir ausgehe, musst du erstmal beachten, dass es nicht schlimm ist, wenn es nicht gleich klappt. Also erstmal den Druck ein bisschen rausnehmen. Okay. Ne? Das ist jetzt hier heute dein Wakeboard-Erlebnis. Also nimm den Druck raus. Das ist schön. Guck dir das mal an hier. Es ist einfach schön. Das ist Regel Nummer 1. Okay, Regel Nummer 1. Und Regel Nummer 2 ist, man macht dich ganz klein, wie so ein kleiner Ball. Und dann machst du nicht den Fehler, den ich damals gemacht habe. Du kämpfst nicht gegen das Seil, sondern du machst dich klein und nutzt das Boot zum Aufstehen. Und das ist eigentlich auch schon alles. Wichtig ist, dass du die Knie nicht durchdrückst. Immer wenn du die durchdrückst, schiebst du es weg. Das kennst du vom Surfen. Ja. Das ist Quatsch. Ja, genau. Okay. Ja, wenn man die da durchdrückt, verliert man die Welle. Okay? Ja, mega. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, es geht so. Wir schauen mal. Wollte eigentlich nur stehen. Und Regel 1, oder? Das war wirklich richtig schön. Um das Ganze noch spannender zu machen, hat mich unser Kameramann Lukas herausgefordert, ich soll gleich einen gesprungenen Switch machen und dabei nicht reinfallen. Okay, für dich! Ey, es hat richtig Spaß gemacht. Vielen, 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 vielen Hast Dank. dich auch richtig gut angestellt, muss man mal sagen. Hat ja gehofft, es dauert länger. Sag mal, wenn du so zurückblickst, was war dein coolstes und was war dein schlimmstes Wakeboard-Erlebnis? Eieiei. Also mein Schlimmstes war, glaube ich, als ich mich dolle verletzt habe, weil
die Jungs von uns aus der Gruppe, ich habe die immer springen sehen über so eine ganz lange Schanze, wie so ein Tisch, so ein Table-Obstacle. Und habe immer gedacht, oh, da will ich jetzt auch drüber fahren. Und ich habe aber nie gesehen, wie die drauf gekommen sind. Ich habe die immer nur so sliden sehen. Und dann habe ich die Auffahrt genommen davon. Die hatte aber keiner von denen genommen, weil die hatte so eine Rampe. Und es hat mich so irritiert, dass ich auf einmal so hochkatapultiert wurde, dass ich mit dem Becken auf dem Obstacle gelandet bin, aber nicht losgelassen habe. Oh. Und dann habe ich mich da ordentlich verletzt. Okay, schnell die Schöne, damit ich weitermache. Oh, Schöne. Aber da gibt es ganz, ganz viele. Ich mag am Wakeboarden ja vor allem auch dieses Zusammensein. Ne? Also ich liebe an dem Sport, dass du, wenn du fährst, so für dich bist. Aber trotzdem sind irgendwie alle immer da und du kannst dich austauschen. Kannst sagen, ey, kann mal kurz jemand filmen und mal gucken, was ich da irgendwie noch falsch mache. Und du hast immer den direkten Kontakt. Und abends zusammensitzen und Feuer machen und dann so am See rumhängen und drüber reden, was man so heute gemacht hat oder woran man gerade arbeitet. ist halt mega schön. Mega. Vor allem am Wasser sein. Sonnenschein ist eh immer gut. Immer. Wenn ihr ein total peinliches Wassersporterlebnis habt, dann schreibt es uns jetzt in die Kommentare und wir wollen genau wissen, was euch passiert ist. Wem Wakeboarden noch nicht ausreicht, der kann hier am Thüringer Meer auch Wakesurfen gehen. Mit einer speziellen Vorrichtung am Boot entsteht eine Welle, auf der man sogar ohne Seil surfen kann. Zusammen mit Helge darf ich das hier ausprobieren. Sonne. Meine Oberschenkel explodieren. Ich muss leider aufhören. Weil er halt auch noch ein bisschen verkrampft steht. Die ganze Zeit. Wenn er nicht gerade Wake surft, ist Helge der Vermieter von Hausbooten auf dem Hohen Warte-Stausee, der zusammen mit dem Bleiloch-Stausee das Thüringer Meer bildet. Ich habe 15 PS Außenborder, der ist führerscheinfrei zu fahren in Deutschland. Ja. Alles, was größer ist, bräuchten die Leute dann Bootsführerschein und das haben die wenigsten. Das heißt, alle können damit fahren? Also ich muss nichts haben, ich kann einfach kommen und damit... Sein. 18 muss ich sein, okay. Und dann kann ich aber theoretisch mir das mieten und einfach rausfahren? Genau. Nach einer Einweisung, die du von mir kriegst, darfst du das dann. Ja. Cool. Oh, aber kuschelig, zu zweit ist es nicht. Man muss sozusagen untereinander schlafen. Genau, hier muss Oder man... sehr kuschelig. Hier kann man es sich kuschelig machen, obwohl das ein schöner Platz ist, wenn man halt da rausgucken kann, wenn man schläft. Ansonsten hat man das zweite große Bett hier. Ach so, das klappt man aus. Genau. Aber man kann auch nebeneinander schlafen. Genau, den Tisch klappt man runter und dann nimmt man sich hier hinten den Rückenteil raus. Und das passt dann hier rein. Und damit hat man eine große Liegefläche. Das heißt, man kann zu viert theoretisch. Genau, für 4 Erwachsene ist es zugelassen und für 4 Erwachsene können hier drauf schlafen. Stark. Man hat einen schönen Blick auf jeden Fall von da oben auch. Schon geil. Wie weit kann man fahren in beide Richtungen? Also wir sind genau hier in der Mitte gerade, in beide Richtungen ca. 15 Kilometer. Von Anfang bis Ende braucht man ungefähr 4,5 bis 5 Stunden. Schön gemacht. Danke, danke, danke. Auf das Thüringer Meer. Uns Leben. Erzähl mal, Ja, wie war's? warte gleich. Super. Also ich habe ja Watersorb ausprobiert. Ne? Also durchsichtige Kugel, in der du läufst, über das Wasser. Hat's geklappt?
dachte ich. Ja. Super anstrengend, nicht so, also so ein bisschen wie nicht ganz aufgepustete Luftmatratze. Und dann habe ich gedacht, tschakka, ich stehe und Attacke los und dann platsch, lag ich wieder da. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Dann Wanderung ist jetzt nicht so der Adrenalinkick, aber traumhaft schön. Also diese Ausblicke, wunderbar. Ja, und dann habe ich ja segeln gelernt. Cool. Jetzt, Ach, wir springen noch rein, oder? dann dürfen wir jetzt nicht mehr so viel. Wollen wir wirklich? Also ich mache ja alles. Ne? Es darf schnell sein, es darf abgehen, es darf aufregend sein. Aber sobald es in die Höhe geht, kriege ich ganz ehrlich Schiss, muss ich sagen. Das Einzige, was jetzt halt passieren wird in der Luft, aufgrund dessen, dass wir einen Gleitschirm haben Ja. und unser Fluggerät relativ lang ist und wir nur in der Mitte aufgehängt sind, wird das Ganze halt ein bisschen kappelig werden. Ja, also es wird, so wie wir an eine aufsteigende Luftmasse ranfliegen Ja. und der Schirm ein bisschen nickt, so wird natürlich unser Also wir merken Fluggerät, das. Ja. also ich sag mal Windstärke 3 bis 4 auf dem Wasser. Aber wir fliegen gleich auch über Wasser. Macht Ja. das einen Unterschied in der Thermik? Muss man anders fliegen, wenn man über Wasser fliegt? Ja, über Wasser geht immer die Luftmasse ein bisschen nach unten und über Land, durch die Erwärmung über Land geht die Luftmasse nach oben. Also dort hat man schon die Unterschiede. In einem Flugzeug hast du eine Kanzel drüber, da sitzt du drinnen, aber hier spürst du alles. Also ich darf mich nicht erschrecken, wenn es richtig Nein. wenn es wackelig wird. Ich halte das Händchen. Okay. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, dass mal der Gleitschirm einklappt. Und dann? Naja, dann wird er wieder aufgemacht. Dann, als Profi lernt man das. Wir haben dafür auch noch, wenn eine Situation entstehen würde, Ja. wo wir nicht mehr kontrollieren Ja. könnten oder dass man in der Luft mit den anderen zusammenstößt, dafür haben wir einen Rettungsschirm noch mit dran. Hier oben ist der Hebel, da darfst du auf keinen Fall dran greifen. Wenn das, Ja, okay. das wird schon eine unsanfte Landung. Also wenn das Schloss hier raus ist, da oben die Finger weg und das Ganze ist hier unten deponiert unter dem Motor und schießt nach der Seite raus. Das hat so viel Kraft, diese Rakete, die knallt durch ein Auto durch. Okay. Ja. Was kann ich noch helfen? Jetzt richten wir noch mal die Leinen, machen alles fertig, setzen uns rein, geben Gas und ab in die Luft. Gut. Wir haben es überlebt. So. So. Also wenn es so wackelt, ich habe richtig geblasen, Mario. Das hast du bestimmt gehört. Ich hab's gehört. Ich habe mich hier festgehalten. Da vorne, wo man zur Staumauer runtergeschaut hat, da hat's ist so richtig eine Ecke, gewackelt. das ist für Bermuda-Dreieck. Einmal standen wir kurz in der Luft, habe ich gedacht, oha. Und ich halte mich dann hier immer so mit der einen Hand fest und dachte nur so wie, Aber dann kannst du es richtig genießen. Also ich konnte es richtig genießen und ich habe mich richtig wohl gefühlt bei dir. Aber manchmal, aber der Ausblick. Herrlich, ja. Ich glaube, jeder kennt das berühmte Bananenboot aus dem Sommerurlaub. Hier auf der Bleilochtalsperre kann man Watertubing ausprobieren. Ich habe mir aber sagen lassen, das ist nicht so wie entspannt zurücklehnen und Sonnenbrille auf. Das ist eher wie Bullen rein!